Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich, wie ich das von mir geplante Iwagumi Hardscape in mein Aquarium übertrage. Das Layout des Iwagumi, das ich im letzten Video gestaltet hatte, habe ich inzwischen etwas verändert. Und zwar habe ich noch Steine in die Ecke eingefügt, die verhindern sollen, dass der Kies über die Zeit dorthin rutschen kann. Und zwar soll dort später der Filter hängen, den ich hier jetzt einmal aus einem anderen Becken geholt habe. Der Filter misst schon 17 cm und er saugt zum größten Teil von unten an. Das kleine Aquarium ist aber nur 20 cm hoch. Da bleiben, wenn man ihn kurz unter die Wasseroberfläche hängt, maximal 2,5 cm Platz bis zum Boden. Man muss sich vorstellen, dass der Bodengrund hier wahrscheinlich höher wird und es besteht die Gefahr, dass er über die Zeit in die Ecke rutscht und den Filter von unten verstopft. Und damit das nicht passiert, habe ich eben diese beiden Steine da noch hingelegt. Es wird auf jeden Fall spannend, ob ich das Hardscape jetzt 1:1 vom Karton ins Aquarium übertragen kann. Damit die Steine nicht verrutschen oder die größeren gar umfallen, werde ich sie mit schwarzem Aquariumsilikon von der Firma Juwel am Glas festkleben. Es soll für Glas und Naturstein anwendbar sein. Den entsprechenden Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt ist es die Herausforderung, die beiden Steine in der Ecke so zu positionieren, dass keine Lücke entsteht, durch die Kies rutschen kann und es trotzdem noch einigermaßen gut aussieht. Die beiden Steine werden dann aber wahrscheinlich fast ganz im Kies und hinter Pflanzen versteckt sein. Der rechte soll dann auch noch den Hauptstein, den Oyaishi, stützen, da dieser unten nicht gerade ist und somit nicht von selber steht. Jetzt sieht man schon, wie instabil die ganze Sache ist und wie die Steine auf dem Glas rutschen. Deshalb werde ich sie, wie gesagt, mit Silikon sichern. In meinem zweiten Nano-Aquarium musste ich die Erfahrung machen, dass sich die Steine mit der Zeit bewegt haben und sich das Layout immer mehr verändert hat. Das möchte ich diesmal vermeiden. Das soll jetzt keine Empfehlung oder Anleitung von mir sein, sondern ich zeige hier nur, was ich mache. Ich drücke also einen Klecks Silikon unter den Stein, den ich befestigen will, und lege ihn dann dorthin, wo ich ihn haben will. Die Tube hat leider keine Spitze, mit der man das Silikon genauer dosieren könnte. Ich klebe dann den zweiten Stein neben den anderen. Solange das Silikon noch nicht fest geworden ist, kann man die Position auch noch verändern. Der Stein bietet aber so lange auch noch keinen Halt für andere, die man darauf stellen will. Die richtige Position für den Hauptstein zu finden, hat sich dann als schwieriger herausgestellt als gedacht. So wie ich das im Karton geplant hatte, ließ es sich nicht 1:1 verwirklichen, aber irgendwann war ich zufrieden und ich konnte auch den Fukuishi einmal dazustellen, um seine Wirkung im Aquarium zu überprüfen. Auch wenn es dann ein bisschen anders aussah als gedacht, hat es mir dann doch gefallen und ich konnte den Hauptstein festkleben. Ich habe hinten an den Stein Silikon aufgebracht und ihn an die Rückwand geklebt, sodass er nicht nach vorne kippt. Unten verhindert eine Barriere, dass er nach vorne wegrutschen kann. Das Silikon wird man nachher nicht mehr sehen, da es mit dem Kies abgedeckt sein wird. So sollte alles halten, auch wenn man das Aquarium einmal transportieren muss. Dann kam die Herausforderung, die richtige Position für den Fukuishi zu finden, den ich auch festkleben wollte. Und wenn er erst einmal festgeklebt ist, kann man ihn nicht mehr verschieben. Nach einiger Zeit hatte ich mich für seine endgültige Position entschieden, habe Silikon darunter geschmiert und ihn auf den Glasboden gedrückt. Zum Glück ließ er sich dann noch so lange hin und her drehen, bis ich zufrieden war. Ungefähr so soll es dann nachher aussehen, wenn noch die anderen Steine dazugekommen sind. Dafür muss aber vorher der Kies eingefüllt werden. Ich nehme den Dennerle Naturkies bei Karl und auf der Verpackung steht schon, dass man ihn vorher gut waschen soll. Er ist wirklich sehr staubig. Ich kann nur empfehlen, den Kies falls möglich im Garten mit einem Schlauch zu reinigen und das Wasser nicht in einen Ausguss zu gießen. Selbst nach mehrmaligem Waschen ist das Wasser noch recht trübe und ich habe jede einzelne Ladung vor dem Einfüllen ins Aquarium noch einmal durchgespült und so dauert der ganze Vorgang eine ganze Weile. Im nassen Zustand wird der Schieferkies ganz schwarz und bildet einen tollen Kontrast zu den Bruchsteinen. Ich bin sehr gespannt, wie die dann wirken, wenn sie unter Wasser sind. Fast ein bisschen schade, dass der Boden wahrscheinlich bald ganz grün sein wird. Zum Schluss hatte ich dann doch eine ganze Menge Kies ins Aquarium gefüllt. Ich habe den Bodengrund rechts hinten ansteigen lassen und hoffe dadurch eine gewisse Tiefe zu erreichen. Ob ich das dann schlussendlich so lasse, weiß ich noch nicht. Dann war es Zeit, die richtige Position für den dritten Stein zu finden. Das war auch wieder ein ziemliches Hin- und Herprobieren und ganz sicher bin ich mir auch immer noch nicht. Ich überlege auch noch, ob ich nicht doch für die Flächen, die bepflanzt werden sollen, Soil benutzen soll. Die Körnung des Kieses ist doch recht grob und ich fange an zu zweifeln, ob sich dort Pflanzen überhaupt halten können. Der Schiefer würde ja sowieso von Bodendeckern überwuchert und dann reicht es vielleicht, wenn ich ihn nur vorne und an der Seite am Rand einbringe.
Wir werden es sehen. Das Aquarium wird jetzt auf jeden Fall eine Weile so stehen bleiben und ich lasse es auf mich wirken. Um die richtigen Pflanzen auszusuchen, will ich mir dieses Mal wirklich Zeit nehmen. Welche dann letztendlich hineinkommen, seht ihr im nächsten Video, in dem ich sie dann einpflanzen werde. Abonniert also den Kanal und aktiviert die kleine Glocke, damit ihr es nicht verpasst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und macht euch mal wieder die Hände nass.